Felix, Felix, rief Frau Müller, ihre Stimme zitternd, ihre Augen voller Panik. Ihr Kater, ein schelmischer Stubentiger mit einem Schopf aus schneeweißem Fell, war verschwunden. Vor ein paar Stunden hatte er aus dem Fenster ihrer Wohnung im 5. Stock gestürzt, ein unvorsichtiger Sprung in die Freiheit, der in einer panischen Flucht endete. Der kleine Felix war in den dunklen Keller des Gebäudes gefallen, und nun war er gefangen in einem engen Spalt unter der Gittertür, die den Zugang versperrte. Die Bewohner des Hauses hatten alles versucht, um den Kater zu locken. Leckerbissen und sanfte Worte hallten durch den Keller, doch Felix saß starr und reglos, sein Blick voller Angst. Die Stunden vergingen, und die Dunkelheit kroch in die Herzen der verzweifelten Menschen. Die Feuerwehr rückte an, ihre Sirene durchschnitten die nächtliche Ruhe. Die Männer in ihren roten Uniformen blickten auf die schmale Öffnung im Boden, die einzige Verbindung zu dem kleinen, ängstlichen Wesen im Inneren. Stahlgitter versperrten den Weg, eine unüberwindbare Mauer für den kleinen Felix. Doch die Feuerwehrleute waren Helden des Alltags, ihre Herzen voller Mut und Mitgefühl. Mit schwerem Gerät, das normalerweise für gewaltige Aufgaben gedacht war, machten sie sich an die zarte Arbeit der Befreiung. Der zarte Klang von hydraulischem Werkzeug durchdrang die Stille des Kellers, eine Melodie der Hoffnung. Schließlich öffnete sich ein Spalt, gerade groß genug, um einen Arm durchzuschlüpfen. Einer der Feuerwehrleute, ein junger Mann mit sanften Augen und warmen Händen, kroch vorsichtig hinein. Der Geruch von Feuchtigkeit lag schwer in der Luft, und die Dunkelheit war so dicht, dass man die eigene Hand nicht mehr sah. Dann, ein leises Miauen, kaum hörbar, wie ein Flüstern von Angst und Verzweiflung. Der junge Mann spürte mit seinen Händen den zarten Körper des Katers, den feuchten Atem auf seiner Hand, das zarte Zittern des kleinen Herzens. Langsam und vorsichtig zog er Felix aus seinem Versteck, den kleinen Körper in seinen Armen schützend, und trug ihn ins Licht. Die Erleichterung auf dem Gesicht von Frau Müller war überwältigend, ihre Augen glänzten vor Tränen der Freude. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.